Buckelwal Timmy strandete an der Ostsee und mit ihm fieberte eine ganze Nation mit. Doch zur selben Zeit passiert im Meer etwas viel Größeres. Möwen werden unter Wasser gezogen, Schweinswale verenden in Netze, aber Dutzende Fische enden als Beifang. Keine Kameras, kein Name, keine Trauer. Und genau das ist die eigentliche Frage. Warum wird ein einzelner Wal zu einer nationalen Tragödie und zeitgleich wird das tägliche Sterben im Meer zur Normalität? Aber erst einmal, was ist überhaupt passiert für die Leute, die unter einem Stein leben? Timmy strandete 2026 in Deutschland an einer Küste. Er, bzw. eigentlich sie, wird auch Hope oder Fridolin genannt. Laut den Einschätzungen von Walexpertinnen und Meeresbiologinnen war er in einem wirklich schlechten Zustand und sie waren sich relativ einig, dass er sehr wahrscheinlich sterben wird, beziehungsweise sie. Daher argumentierten eben viele Fachleute, dass es das Humanste wäre, ihn eben dort zu lassen, wo er gerade ist, weil jegliche Rettungsaktion würde noch mehr Stress für ein Wildtier verursachen und ihn unnötig quälen. Aber genau das passierte nicht. Um Timmy herum entstanden extrem aufgeheizte Diskussionen darüber, ob und wie Timmy zu retten sei. Menschen fingen an, für ihn zu beten, manche versuchten, zu ihm zu schwimmen und manche sendeten walähnliche Gesänge. Und die sterben noch nicht, wenn die hier liegen. Die haben Fett, die hat 12 Tonnen Fett. Ich liebe dich, ich habe Töne gemacht, wie ein Wal habe ich versucht. Wir haben keine Angst mehr, wir werden jetzt frei, wir Menschen. Wir haben keine Angst mehr, ja, vor der Regierung und von diesem ganzen Geld. Aber es wurde noch absurder. 2 Personen finanzierten eine 1,5 Millionen teure Rettungsaktion, die entwickelt wurde von einer Person, die dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sei. Gleichzeitig wurde auch noch eine Person hinzugezogen und diese Person wurde ausgewählt anhand der Kriterien, wie seine Stimme klang, weil sie ja die Frequenz des Wales matchen würde. Mehrere Personen mit tatsächlicher Expertise wurden vergrault oder haben es einfach nicht mehr ausgehalten, weil die Stimmung so furchtbar gewesen sein soll. Zwischen der allerersten Strandung und der letzten Freilassung vergingen ungefähr 1,5 Monate. Ein Mitglied der Crew, das laut ihm Walexpertise besitzt, meinte, dass das Team nicht mehr warten wollte, bis ein Walteam angereist sei, weil es ungefähr 2 Stunden dauern würde, und sie haben es selbst in die Hand genommen. Laut der Person in der Crew verlief die Freilassung gewalttätig. Es gibt auch Spekulationen darüber und Bilder, dass Timmy an der Fluke mit einem Seil befestigt wurde und daran gezogen und gedreht wurde. Das Problem dabei ist nun mal, dass Wale, deren Fluke aus Knorpel besteht. Wenn du jetzt daran ziehst, kannst du den Wal wirklich immens verletzen. Kurz danach ist er gestorben. Und dieser Fall ist deswegen so wichtig, weil Timmy nicht nur ein Wal ist, der gestorben ist, sondern weil ein einzelnes Tier plötzlich so sichtbar wurde, dass Menschen bereit waren, Millionen auszugeben, so viele Medien über ihn schrieb und viele Leute ihre Spiritualität und auch politische Inszenierung auf ihn projizierten. Timmy wurde zu einem Tier, um das öffentlich getrauert wurde. Aber zur gleichen Zeit sterben im Meer so viele Tiere, um die nicht getrauert werden, die nicht sichtbar sind, die bestenfalls Statistiken sind und die höchstens als Beifang oder so aufgeführt werden. Und genau da kommt das Konzept von Judith Butler rein. Judith Butler ist eine Philosophin und sie beschreibt in ihrem Konzept der Grievability, also auf Deutsch gesagt Betrauerbarkeit, wie Trauer ungleich verteilt wird. Damit meint Butler, nicht jedes Leben wird gesellschaftlich gleich wahrgenommen. Manche Leben werden medial und politisch so dargestellt, dass ihr Verlust als Tragödie wahrgenommen wird. Andere bleiben anonym, abstrakt oder unsichtbar. Butler zeigt das ursprünglich anhand von Kriegen. Während manche Tote in Kriegen mit Geschichte, Name und Gesicht gezeigt werden, erscheinen andere gar nicht oder eben nur in einer Statistik als Zahl. Und genau damit wird das Leben hierarchisiert. Manche gelten als betrauerbar, andere nicht. Um manche wird getrauert, um andere nicht. Und genau dieses Konzept kann man auch auf Tiere übertragen, denn auch hier trauern wir nicht gleich. Ein Timmy mit Namen wird zu einem Individuum, aber ein Schweinswal, der in einem Netz verendet, ist nur eine Zahl in einer Statistik. Aber natürlich ist es auch nicht falsch, um Timmy zu trauern. Die Frage sollte eher sein, warum hört unser Mitgefühl bei Timmy auf
Und warum sieht man nicht das große Ganze dahinter? Die Ostsee ist ein stark belastetes Meer. Sie leidet unter Eutrophierung, Schadstoffen, Sauerstoffmangel, Überfischung, Lärm und Biodiversitätsverlust. Gerade deshalb sind viele Arten dort besonders verletzlich. Ein Beispiel ist der baltische Schweinswal. Die Population in der Ostsee gilt als vom Aussterben bedroht. Laut einer Studie von 2022 wird eine Schätzung genannt von nur etwa 491 Individuen für diese Population. Und eine der wichtigsten Gefahren ist Beifang. Beifang bedeutet, dass Tiere nicht gezielt gefangen werden, sondern im Zuge der Fischerei mitsterben. Für Schweinswale sind besonders Stellnetze sehr bedrohlich. Die Wale verheddern sich da drin und ersticken qualvoll. HELCOM, das ist die Baltic Marine Environment Protection Commission, setzt für die stark gefährdete Population in der Ostsee sogar einen Schwellenwert von 0 Beifang, weil schon einzelne Todesfälle problematisch sein können. Übrigens, auch Timmy hat unter der Fischerei gelitten. Timmy verfangte sich in einem Netz und wurde glücklicherweise noch rechtzeitig entdeckt, bevor sie ertrunken ist und wieder freigelassen. Das ist aber passiert, bevor sie gestrandet ist. Und auch Timmy hatte ein Netz im Maul. Und auch Timmy leidete unter einem stark belasteten Ökosystem. Ein Meeresbiologe spricht im Zusammenhang mit dem Sterben im Meer vom Exodus der Meere. Die Opferzahlen hierbei sind ungefähr so wie in der Walfangära oder können diese sogar noch übertreffen. Das Problem ist also nicht nur ein einzelner Wal, sondern eine systematische Krise des Meereslebens. Und genau das ist der eigentliche Punkt dieses Videos. Timmy war nicht unwichtig, aber Timmy zeigt, wie selektiv unsere Aufmerksamkeit doch ist. Wir sehen das einzelne charismatische Tier, aber wir übersehen das System. Wir sehen den Wal, aber wir sehen nicht die Netze. Wir sehen den Körper am Strand, aber nicht das tägliche Sterben unter Wasser. Und so entsteht eine merkwürdige Form des Mitgefühls. Sehr intensiv, aber auch sehr ungleich verteilt. Im Naturschutz und vor allem in den Medien bekommen gewisse Tiere besonders viel Aufmerksamkeit. Zum Beispiel Elefanten, Eisbären, Tiger. Diese Tiere nennt man dann charismatische Arten, weil sie schaffen, Menschen zu mobilisieren, sich für Tierschutz zu engagieren. Und das ist natürlich toll, das ist der positive Aspekt von charismatischen Arten, dass sie Menschen erreichen können, die vielleicht nicht so viel mit Tieren zu tun haben. Aber ein Ökosystem besteht nicht nur aus charismatischen Tieren. Ein Meer lebt auch durch Plankton, durch Muscheln, durch kleine Fische, durch Würmer, durch Algen, durch unscheinbare Arten, die niemand auf ein Poster druckt. Und damit ein Ökosystem funktionieren kann, braucht es alle seine Bestandteile und nicht nur eine charismatische Art. Es ist natürlich kein Problem, charismatische Arten zu mögen. Man kann auch weiterhin Tiger toll finden, man kann auch weiterhin Elefanten toll finden, aber wir sollten vielleicht mal einen Blick auf die Tiere richten, die nicht so sichtbar sind. Was können wir nun aus Timmys Geschichte lernen? Timmy war eine Tragödie, aber vielleicht war er auch irgendwo ein Spiegel. Er zeigt uns, wie stark wir reagieren können, wenn ein Tier sichtbar wird, wie schnell wir Anteil nehmen können, wie emotional Natur für uns sein kann. Und das ist ja eigentlich etwas Gutes. Aber dieses Mitgefühl darf nicht beim einzelnen Wal enden. Wenn uns Timmy wirklich berührt hat, dann müsste uns auch interessieren, was jeden Tag in denselben Meeren passiert. Dann müssten wir über Fischereipraktiken sprechen, über Stellnetze, über Schutzgebiete, über Kontrollen, über politischen Druck, über unseren Konsum und über die Frage, warum manche Tiere als Individuen erscheinen und andere als Kollateralschaden. Der Meerschutz bedeutet nicht nur ein einzelnes Tier retten zu wollen, wenn alle hinschauen, sondern Meerschutz bedeutet, die Bedingungen zu verändern, weshalb die Tiere überhaupt sterben. Dankeschön, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.